Also ich bin Sandra Stöckli. Ich wohne am Zürichsee in Rapperswil-Jona und ich bin Paracycling-Athletin. Ich hatte vor gut 20 Jahren einen Unfall. Ich bin ab der Sprossenwand gefallen. Das ist eine Sprossenwand, wie man sie kennt, aus jeder Turnhalle. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich eine schwere Rückenverletzung hatte, die zu einer Querschnittlähmung geführt hat. Vor dem Unfall war ich ein sehr aktives Kind. Ich hatte auch mal einen Abstecher ins Kunstturnen, der weniger erfolgreich war. Ich bin viel joggen, ich bin gerne Skifahren und ich war sehr gerne in der Natur und in Bewegung. Nach dem Unfall, das war ein riesengroßer Scherbenhaufen. Also ich musste mein Leben komplett neu organisieren. Ich musste alles neu lernen, oder fast alles neu lernen. So Sachen, die einem die Mami und der Papi in jungen Kinderjahren beibringt, wie zum Beispiel Schuhe anlegen oder sich anlegen mit den Kleidern. Das musste ich alles neu lernen. Also ich war sehr gefordert, auch psychisch natürlich. Und es waren Jahre, die wirklich hart waren. Es war nicht endendes, rabenschwarzes Tunnel. Und es hat sehr lange gebraucht, bis ich am Ende dieses Tunnels ein kleines Flämmchen entdeckt habe, das mich dann aus dem Tunnel herausgeführt hat, wieder in ein normales, glückliches und zufriedenes Leben. Hätte ich dazu mal die Unterstützung von meinen Eltern nicht gehabt und auch vom professionellen Umfeld. Ich wüsste nicht, ob ich je das Flämmchen am Ende dieses Tunnels gesehen hätte. Und ich bin eigentlich dann ein bisschen zu meinem Glück gezwungen worden. Ich habe während meiner Rehabilitation einen Rollstuhlsportler kennengelernt, der damals schon sehr erfolgreich war. Und der hat immer gesagt, komm doch mal in ein Training schauen und so, musst ja nur zum Gebäude aus. Und ich wollte das nicht. Schlussendlich hat er mich dann überredet, in ein Trainingslager, das über Ostern war, teilzunehmen. Also er hat mich fast genötigt. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe, aber nach 3-4 Tagen könnt ihr mich in Nottwil wieder holen. Wieder gehe ich wieder heim. Sie mussten dann schon auf Nottwil kommen, aber nicht um mich zu holen, sondern um mir zusätzliche Kleider zu bringen, weil ich länger bleiben wollte. Und so bin ich dann ins Handbike gekommen. Und das war im 2014. Und ich bin in das Handbike hineingelegen, ich habe ein paar Trainings gemacht und innerhalb der kürzesten Zeit hat mich der Radsportvirus dermassen gepackt und das Feuer hat so angefangen zu brennen. Ich hatte Freude an dieser Sportart, vom Tempo, auch halt von den Strecken, die du fahren kannst. Du bist nicht gebunden an eine 400-Meter-Bahn, sondern du kannst in die Natur raus. Und das hat mich so fasziniert. Und der Virus, der hat mich bis jetzt nicht losgelassen. Und so bin ich eigentlich durch etwas Negatives, durch eine Verletzung, habe ich dann schlussendlich meine Traumsportart gefunden. Mittlerweile habe ich schon sehr viel erreicht im Handbikesport. Also ich war an 2 Paralympischen Spielen in Rio und in Tokio. Ich durfte schon mehrere Weltmeisterschaften für die Schweiz fahren. Und in Kanada bin ich Gesamtweltcup-Siegerin geworden. Und das ist der Pokal dazu. Das ist der Gesamtweltcup-Pokal. Und den habe ich erreicht mit sehr konstanter und guter Leistung am Weltcup. Also Anfangsjahr, wenn man mich gefragt hätte, was erreichst du in dieser Saison? Oder was sind deine Ziele? Ist das sicher eine WM-Medaille und der ein oder andere Weltcup-Podest. Aber dass ich an der Gesamtweltcup gewinne und an den Europameisterschaften mit Medaillen heimkomme, an jedem Weltcuprennen mit Medaillen heimkomme, an der WM mit Medaillen, also da habe ich wirklich auch mein persönliches Ziel übertroffen. Ich bin an jedem Rennen, das ich dieses Jahr gestartet bin ich auf dem Podest gewesen. Und es waren nicht wenige Rennen.